ist Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Sonntagsvideo und heute male ich ein Aquarell, Wet in Wet, also nass in nass. Und ich habe mir einen Pinsel genommen, mit dem ich zunächst mal nur Wasser auf das Papier aufgebracht habe und jetzt lasse ich die Farbe einfließen, helfe mit dem Pinsel nach und halte das sehr feucht mit dem Wasser, das ich immer wieder nachlege. Ich habe mir das Aquarellpapier aufgeklebt auf einen Karton. Und das hat den Grund, damit ich das bewegen kann in alle Richtungen, wie ich möchte. Und indem ich das schräg halte, fließt dann das Wasser mit der Farbe natürlich in diese Richtung, in die ich es bewege. Das führe ich jetzt weiter fort und male auch mit dem Pinsel. Ich möchte ein florales Motiv haben mit Blau und Grün. Zeichne ich da Äste bzw. Blumenstiele auf. Immer wieder erfolgt die Eingabe von Wasser und Farbe. Ganz kreativ. Und wie ihr seht, bilden sich da schöne Blütenstängel. Die überschüssige Farbe kann ich abtropfen mit einem Papier. Dann kann ich wieder etwas Farbe herausnehmen, dass manche Stellen heller werden. Jetzt nehme ich noch eine andere Farbe hinzu, Orange und ein leichtes Gelb. Dann ergibt sich ein Braunton.
Ich lege da ein dunkles Blau nach, das ist so ein richtig dunkles Nachtblau. Ich habe ein kleines Wasserglas mit ganz verdünnter Aquarellfarbe in Weiß. Mit der lasse ich dann zwischendrin immer so Tropfen auf die Farbe fallen und dann wird die auch heller. Ich habe mir ein ganz helles Blau angemischt, das ich auf verschiedene Zwischenräume auftrage. Ich beginne mit einem lila Ton, Blüten einzuzeichnen, ganz locker. Hier füge ich ein Gelb hinzu, in der Mitte dieser Blüten und dann noch dunklere Farbe in Blau. An diesen Blütenstängeln nehme ich dann diese Farbe von den Blumen wieder ab. Mit einem Gelbton spritze ich dann ein bisschen locker ins Bild, um das
aufzulockern. Das mache ich zwischendrin auch noch mit anderen Farben. Im unteren Bereich setze ich auch ein paar blaue Blüten rein. Mit einem Rotton, den ich noch mit Wasser benetze, male ich Schatten in diese Blüten rein. Jetzt mische ich mir einen Gelbton, den ich dann auch in die Zwischenräume reinsetze, aber nicht in alle, nur im oberen Bereich.
ganz oben nehme ich es ein bisschen zurück von der Farbintensität her. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und viel Spaß. Ciao.